Grüße Freunde, ich kann mich nun endlich freudig zurückmelden mit dem Fachwerkprojekt. Ihr habt es ja alle schon lange erwartet. Und ich verrate euch auch gleich, was wir jetzt als erste... Oh, Mist. Jetzt haben wir hier tatsächlich einen Pilzbefall am Deckenbalken. So ein Scheiß. Okay, kleine Planänderung, da müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern, bevor wir hier weiterbauen. Ein Stress. Ich kenne aber glücklicherweise einen Sachverständigen, den wir da im Rat fragen können, wie genau wir da jetzt am besten vorgehen. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal kurz in Ruhe an, was der zu sagen hat, reparieren das dann ganz schnell, dass wir hier mit dem Häuschen auch wieder vorankommen. Ach, ne Mensch, super. Schön, dass das so schnell funktioniert hat. Ich hoffe, Sie können gleich mal drüber gucken und dann gucken wir mal, dass wir hier gemeinsam eine Lösung finden, würde ich sagen. Aber ich bitte Sie, mein Freund, das ist doch überhaupt kein Problem. Dafür bin ich schließlich da. Nicht ohne Grund werden Priester bereits seit Jahrtausenden gerufen, wenn es um den Bereich der Bausubstanzsicherung geht. Und ich habe das passende Regelwerk dabei, um diesem Schädling hier beizukommen und ihn auszutreiben, auf dass das Gebäude wieder in neuem Glanz erstrahlen möge. Wenn sich der Fluch des Aussatzes an dem Haus des Rechtschaffenen zeigt, dann soll der, dem das Haus gehört, kommen und dem Priester mitteilen und sagen, etwas wie eine Plage hat sich mir im Haus gezeigt. Und der Priester soll Befehl geben und man soll das Haus ausräumen, ehe der Priester hereinkommt, die Plage zu besehen, damit er nicht alles, was im Haus ist, für unrein erklärt. Und danach wird der Priester hereinkommen, um das Haus zu besehen. Wenn er die Plage gesehen hat, falls sich dann die Plage an den Wänden des Hauses mit gelblich-grünen oder rötlichen Vertiefungen zeigt und sie erscheinen tiefer als die Wandoberfläche, dann soll der Priester aus dem Haus hinausgehen an den Eingang des Hauses und er soll das Haus 7 Tage unter Quarantäne stellen. Und der Priester soll am 7. Tag zurückkehren und soll es besichtigen. Und wenn sich die Plage an den Wänden des Hauses ausgebreitet hat, dann soll der Priester Befehl geben und man soll die Steine herausreißen, an denen die Plage ist, und man soll sie aus der Stadt hinaus an einen unreinen Ort werfen. Und er wird das Haus innen ringsrum abkratzen lassen und man soll den Lehmmörtel, den man abgehauen hat, aus der Stadt hinaus an einen unreinen Ort schütten. Und man soll andere Steine nehmen und sie an die Stelle der früheren Steine einsetzen. Und er wird anderen Lehmmörtel nehmen und er soll das Haus verputzen lassen. Wenn aber die Plage wiederkehrt und sie tatsächlich im Haus ausbricht, nachdem man die Steine herausgerissen und nachdem man das Haus behauen und es verputzt hat, dann soll der Priester hereinkommen und eine Besichtigung vornehmen. Und wenn sich die Plage im Haus ausgebreitet hat, ist es bösartiger Aussatz im Haus. Es ist unrein. Und er soll das Haus mit seinen Steinen und seinem Holzwerk und allem Lehmmörtel des Hauses niederreißen lassen und soll es aus der Stadt hinaustragen lassen, an einen unreinen Ort. Aber ich denke mal, so schlimm wird es nicht. Also wir kriegen das schon wieder hin. Ja, klar, na, genau so machen wir das. Super, vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid und mache mich mal frisch ans Werk. Tschüss. Ja, da haben wir doch jetzt eine schöne Anleitung gekriegt. Nicht, dass ich diesem sehr sympathischen und vielleicht geistig etwas verwirrten Mann nicht bedingungslos vertrauen würde. Aber unter Umständen ist es vielleicht ganz ratsam, mal vergleichend zu schauen, was denn, wie soll ich sagen, etwas aktuellere Lektüre zu diesem Problem sagt. Und ja, das beste Nachschlagewerk in der Hinsicht ist das WTA-Merkblatt zur Bekämpfung von echten Hausschwamm. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich ganz klassisch. Vor Beginn der Bekämpfungsarbeiten sind Lebensmittel und Futtermittel, Pflanzen, Mobiliar und sonstige Gegenstände aus dem Sanierungsbereich zu entfernen. Hat der Mann auch gesagt. Guck an. Rötlich-brauner Belag, sichtbare Sporen sind in dem Moment halt immer ein Hinweis darauf, dass ich hier tatsächlich einen pilzlichen Befall habe. Und was mache ich dann damit? Oberflächen mit Fruchtkörper und alle befallenen Holzteile sind zu entfernen.
Letztlich auch das hat er gesagt. Hier wird jetzt natürlich noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Bedeutet, wir reden da aktuell von einem Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter über den sichtbaren Befall hinaus. Und gerade im Bereich Deckenbalken, wie es ja jetzt hier auch bei uns ist, kann das natürlich auch manchmal hier und da zu statischen Problemen führen. Und falls das der Fall ist, kann ich in diesem Moment den 1 Meter auch auf 0,5 Meter reduzieren, wenn nachweislich in diesem genannten Abstand tatsächlich kein sichtbarer Befall mehr irgendwie dieses Holz infiziert hat. Ja, und alles, was an unreinem Holz von Aussatzbefallen ja, abgetragen wurde, kommt dann letztlich auf die Deponie oder halt der unreine Ort vor dem Dorf. Nee, man muss tatsächlich sagen, ich werde mich bei dem guten Mann entschuldigen müssen, dass ich ihn dann doch weggeschickt habe. Letztlich, er hatte recht. Das wird seit Jahrtausenden genauso gemacht. Man hat das alles immer noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben und geguckt, wie man das vielleicht effektiver gestalten kann oder dass man genaue Rahmenbedingungen schafft. Aber das Grundkonzept hat sich tatsächlich nicht verändert. Befallenes Material rausschneiden, durch neues ersetzen. Und das ist ja letztlich jetzt nur die Anleitung, was ich tun muss. Und da sich niemand von diesen Leuten hier auslässt, wie man das tut, würde ich mal sagen, schauen wir uns das jetzt einfach nochmal im Detail an, wie genau man so eine Deckenbalkenauswechslung bzw. Sanierung dann vollziehen kann. Ja, deswegen, wie üblich, ab an den Zeichentisch und danach gucken wir uns das Ganze noch in der Praxis an. Viel Spaß! Na dann, wie immer herzlich willkommen zur Theoriestunde. Zunächst einmal das Grundproblem. Wenn ich hier in diesem Bereich zum Beispiel eine Schadstelle habe und diesen Balken dort nun durchsägen möchte, dann muss ich den Balken vorher natürlich auch erstmal abfangen. Denn wenn ich hier das Auflager zerstöre, klappt mir der Rest natürlich einfach nach unten weg. Das gilt es zu verhindern. Prinzipiell habe ich dafür 2 verschiedene Möglichkeiten. Wir beginnen mal mit der einfachsten und unproblematischsten, will ich es mal nennen, und zwar einen Oberzug. Bedeutet, ich nehme mir ein entsprechend starkes Stück Holz oder Stahl, U-Profil, je nachdem, was ihr habt, aber wir bleiben mal bei Holz. Ich bin Zimmermann, kein Metallbauer. Und lege das über den zu bearbeitenden Balken und mindestens noch die beiden angrenzenden Balken. Im Idealfall gilt ja natürlich, je länger, desto besser, denn umso mehr verteilt sich die Last schließlich dann auch auf die angrenzenden Balken. Hier bitte nicht einfach nur irgendwelche Tellerkopfschrauben nehmen, die ihr gerade findet. Im besten Fall dafür tatsächlich massive Holzfresserschrauben nehmen oder gar Bolzen, die bis durchgehen. Je nachdem, mit was für Lasten wir hier tatsächlich zu rechnen haben. Da muss man natürlich differenzieren zwischen einer kleinen Scheune und einem wirklich großen Mehrfamilienhaus, wo ja vielleicht auch entsprechende Dimensionen sind. Aber auch da sollte man dann vielleicht irgendwann einfach mal realisieren, ob das vielleicht für den Privatgebrauch die eigenen Kenntnisse und Möglichkeiten ein bisschen überfordert. Aber einfach nur so, dass ihr ein Gefühl für die Rahmenbedingungen kriegt. Also dieser Obergurt hält in erster Linie nicht durch seine eigene Stabilität, sondern durch die Auszugsfähigkeit der Verbindungsmittel, die ich hier einbringe. Und da sollte auf keinen Fall gespart werden. Denn wenn es die mir hier wegreißt, dann bringt mir der 30er Balken hier oben drüber auch nichts mehr. Der fällt dann genauso mit runter. Ja, wenn ich diese Sicherung vollzogen habe, kann ich dann hier ganz normal meinen Schnitt machen, kann dabei weiterarbeiten, wie ich gern möchte. Und das ist prinzipiell halt ziemlich unkompliziert, weil ich dabei tatsächlich nur den Bereich freilegen muss, den ich auch tatsächlich brauche. Nun kann es aber natürlich sein, dass ich mit dieser Variante schnell an meine Grenzen komme. Bedeutet, wenn nicht nur ein Deckenbalken kaputt ist, sondern vielleicht mehrere, die sogar in Reihe liegen, dann komme ich mit dem Obergurt schlicht und ergreifend nicht mehr zur Rande, weil dann habe ich auch keine guten Balken mehr in unmittelbarer Nähe, auf die ich die Kraft überleiten kann. Und dann komme ich von dem Obergurt eben zu dem Untergurt. Bedeutet, ich muss mir dann nach unten hin eine Bockkonstruktion bauen, wo ich die komplette Etage quasi separat abfange. Und das habe ich euch versucht, mal hier ein bisschen schematisch darzustellen. Soll im Endeffekt jetzt der Querschnitt einer Etage sein. Bedeutet, ich habe hier
zum Beispiel die Deckenbalkenlage des Erdgeschosses, hier des Dachgeschosses, möchte den hier austauschen oder auch den hier, vollkommen egal. Und dann ziehe ich mir hier unten im Endeffekt so eine Bockkonstruktion ein, aber letzten Endes könnte man auch sagen, ich ziehe mir eine kleine Zwischenwand nochmal ein, die mir einfach eben die ganzen Balken abfängt. Bedeutet, ich lege mir dann hier unten meine Schwelle hin, hier oben mein Riemen, sehe zu, dass ich die Balken immer genau mit den Pfosten übereinander gestellt abfangen kann. Das sollte im Normalfall kein Problem sein, wenn nicht irgendwelche ganz speziellen Besonderheiten hier mit reinspielen, liegen Deckenbalken im Normalfall immer genau übereinander, denn die Grundfläche ändert sich ja nicht. Und demzufolge kann ich mit den Säulen eigentlich auch immer problemlos genau über die Deckenbalken gehen. Und wichtig hierbei ist, dass ich wirklich nicht an Verbindungsmitteln und auch nicht an Ausstrebungen spare. Denn wenn ich diese Konstruktion baue, weil die Deckenbalkenlage hier oben komplett marode ist, dann muss ich halt auch bedenken, und das hatten wir ja in meinem Video zur Fachwerkwand, wo ich das schon erwähnt habe, dass die Deckenbalkenlage hier oben eben auch ein bisschen aussteift, dass diese Aussteifung hier oben dann eben wegfällt. Und das bedeutet, ich muss meine Bockkonstruktion aussteifen, um die mangelhafte Tragfähigkeit der Decke zu kompensieren. Bedeutet, hier mache ich jeweils eine Ausschwertung rein, die mir das Ganze in dieser Achsrichtung aussteift, und ich muss natürlich auch in der anderen Achsrichtung, bedeutet nach hinten raus, also Z-Achse, ihr wisst, was ich meine, auch nochmal eine Verstrebung bringen, dass der Bock quasi in die Richtung und in die Richtung gesichert ist und in dem Moment in alle Richtungen eine Lagersicherung bzw. eine Kippsicherung habe. Das ist auch das, was ich hier unten mit diesem roten Kommentar gemeint habe. Der andere Kommentar zielt darauf ab, dass ihr, wie gesagt, an den Verbindungsmitteln nicht sparen solltet. Hier bitte nicht einfach nur mit Winkeln arbeiten, sondern tatsächlich die Säulen am besten mit Vollgewindeschrauben 45 Grad Winkel fixieren. Und das halt an jeder Säule. Ich habe es jetzt hier nur an denen eingezeichnet, weil ansonsten wäre das zeichnerisch ein bisschen zu überlagert gewesen. Aber ja, jede Säule oben und unten auf diese Art und Weise mit Vollgewinde sichern, das Riemen und die Schwelle wiederum mit langen Tellerkopfschrauben oder auch Vollgewindeschrauben, ist am Ende egal, in die Deckenbalken einbringen und die Verschwerdung an jedem Knotenpunkt auch nochmal separat sichern. Und dann funktioniert das, und dann kann ich hier oben auch vollkommen problemlos an jedem Deckenbalken gleichzeitig arbeiten, kann die auch beliebig rausnehmen und bin da eben nicht wie bei einem Obergurt an irgendwelche Rahmenbedingungen gebunden. Ja, und wenn ich dann nun konkret an den Deckenbalken arbeite und die neue Verbindung anarbeiten möchte, wie genau mache ich das dann? Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte jetzt hier mal zwei näher beleuchten. Einmal die traditionelle Variante, bedeutet mit Holzdübeln oder Holzbolzen, sollte man es ja eher nennen. Bei dieser Variante sollte man nicht vergessen, dass ich hier diese Anlaufstellen in einem mindestens 15 Grad Schnitt schräg anschneide. Hat folgenden Hintergrund: Die Holznägel hier werden auf Zug gebohrt, bedeutet minimal versetzt, wie ich es auch schon in meinem Video zu Holznägeln erklärt habe. Und wenn ich dann hier quasi meinen Holzdübel einsetze, durch die Löcher durch, dann zieht sich hier quasi diese Verbindung fest und schiebt sich hier nochmal so leicht gegeneinander ran. Und dann liegen hier die Schrägen exakt drinne und ich kann das Ding nicht mehr aufkebeln. Das bedeutet, wenn ich die Schräge nicht hätte, dann wäre der Bolzen zwar so und es könnte sich nicht mehr für so kippen, aber es könnte sich nach wie vor so auseinanderkippen. Wird das ersichtlich, wie ich es meine? Na, wir gucken uns das nachher in der Praxis nochmal an. Aber ja, der 15-Grad-Schnitt sorgt quasi dafür, dass das Holz in dieser Richtung zusammenbleibt und der Bolzen wiederum sorgt dafür, dass es nicht so auseinanderkippen kann. Dafür sollte man prinzipiell auch Eichenholzdübel verwenden. Schlicht und ergreifend haben die mit die höchste Tragfähigkeit, damit das Ganze dann eben auch sauber funktioniert. Randabstände einhalten, damit das Holz hier nicht zu stark belastet wird und aufreißt. Und dann funktioniert das prinzipiell alles schon. In der heutigen Zeit macht man das allerdings alles ein bisschen anders und kann da glücklicherweise auch auf den 15-Grad-Schnitt verzichten, kann das quasi alles ziemlich problemlos ausarbeiten. Denn hier, und das zeige ich euch jetzt direkt mal mit dem realen Werkzeug,
arbeite ich mit Verbindungsmitteln sowohl aus Bolzen als auch aus Dübel. Bedeutet, wir bringen hier einen Dübel ein und hier einen Bolzen ein und hier dazwischen liegt so ein Dübel besonderer Bauart. Dies hier ist jetzt ganz speziell gesagt ein Bulldog-Dübel. Insgesamt gibt es, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich kenne jetzt auf jeden Fall 3 Dübelarten, mit denen ich gearbeitet habe. Einmal Bulldog, einmal GK und einmal Appeldübel. Die GK und Appeldübel sind schon relativ speziell und die würde ich jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen, der noch nie damit gearbeitet hat. Nicht zuletzt, weil ich dafür auch ziemlich viel spezielles Werkzeug brauche. Aber die Bulldog-Dübel hier sind ziemlich simpel im Handling, sage ich jetzt einfach mal. Und die kann man auch problemlos online bestellen, da kommt man gut ran. Und die haben ganz einfach den Vorteil, da brauche ich kein extra Werkzeug dafür. Ich bringe die hier quasi einfach nur ein, ziehe dann hier mit meiner Mutter das Holz ran und in dem Moment, wo ich hier festziehe, verpressen sich hier diese Verzahnung des Dübels mit dem Holz und am Ende habe ich damit eine biegelsichere Verbindung in absolut jede Richtung, denn diese kreisrunde Verzahnung kann ich, egal wie ich es drehe und wende, in keine Richtung irgendwo verschieben. Ja, und das wiederum mache ich dann einfach genauso oft, wie es mir der Statiker vorgibt. Und dann kann ich mir sicher sein, dass das Ganze problemlos funktioniert. Und falls ihr mal keinen Statiker zur Hand habt, wartet geduldig aufs Ende des Videos. Da zeige ich euch dann nachher noch eine kleine Herangehensweise, wie ich mir das Ganze auch selber herleiten kann, um einfach zu wissen, wo geht die Reise ungefähr hin, was brauche ich ungefähr tatsächlich. So, erstmal genug gequatscht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal kurz in der Praxis an. Von daher, bis gleich im Keller. Tja, und mal wieder herzlich willkommen im Verlies. Ich habe schon mal ohne euch was vorbereitet. Und zwar habe ich mir 4 Stückchen von diesem Kantholz hier abgelenkt. Da sind wir gerade bei einer Dimension von 8 cm mal 10 cm Höhe. Das ist nicht unbedingt Maßstab 1:1, eher 1:2, aber für unsere Zwecke groß genug. Mit den Dachlattenquerschnitten hier wäre das auf jeden Fall nichts geworden. Ich will euch auch mal die Verwendung von den einzelnen Bolzen zeigen. Und da brauchen wir schon mindestens so einen Querschnitt hier, damit das dann tatsächlich auch sauber funktioniert. Aus demselben Grund habe ich das ja auch damals bei den Holznägeln anders gestaltet. Ja. Was gibt es zu beachten? Ich möchte mich ja tatsächlich auch an den regulären Verhältnissen orientieren, die man normalerweise macht. Bedeutet, ein Längsblatt bekommt die 2,5- bis 3-fache Länge der Holzhöhe. Bei 10 cm Höhe brauchen wir hier also 25 bis 30 cm Längsschnitt. Da habe ich dann auf jeden Fall was vor mir mit der Handsäge. Ich freue mich jetzt schon. Ja, und entgegen meiner sonstigen Gewohnheit werde ich hier jetzt auch darauf verzichten, die Hölzer noch glatt zu hobeln. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass sie sägerau und nicht abgerichtet sind, denn das ist einfach auch das realistischere Szenario. Wenn ich jetzt an einen alten Deckenbalken irgendwas anschuhen möchte, dann habe ich ja auch nicht die Möglichkeit, den vorher nochmal irgendwo durch die Abrichte zu schieben. Ich muss halt mit den Querschnitten arbeiten, die ich dort habe. Und muss mich dann eben auch mal davon verabschieden, dass die Verbindung dann aussieht wie aus dem Labor gezaubert. Es ist und bleibt eine Holzverbindung, die einfach funktionieren soll. Und man kann eben nicht immer alles ästhetisch auf die Spitze treiben. Manchmal muss man sich eben auch mit den Gegebenheiten arrangieren. Und ja, auch wenn das hier jetzt natürlich bei mir trotzdem noch Laborbedingungen sind, wollte ich es trotzdem so realistisch wie möglich gestalten. Und wenn dann hinterher irgendwo mal ein Millimeter Luft ist, dann ist das halt so. Tut aber der Verbindung keinen Abbruch und ist einfach die ehrlichere und auch zweckmäßigere Herangehensweise an das Projekt. So, genug gequatscht, Säge geschwungen, starten wir mal durch.
So Freunde, da wären wir jetzt. Ich habe das hier jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet und angemalt. Die Verbindungen sind ausgesägt. Ich habe mich jetzt hier an dieser Stelle für 4 Bolzen entschieden mit gleichmäßigem Randabstand. Ihr solltet dabei auch darauf achten, dass ihr genug Luft lasst, damit dieser Bolzen hier tatsächlich auch noch überall hinpasst. Das war jetzt hier bei meiner gewählten Holzstärke ein bisschen schwierig, weil das nun mal eigentlich für eine andere Balkendimension gedacht ist. Aber zum Zeigen funktioniert es. Der große Vorteil bei der Bolzenvariante, mit der wir jetzt beginnen, ist, dass ich halt in der Lage bin, direkt durchzubohren. Das bedeutet, ich kann mir die Verbindung auf Position bringen, arretieren und dann hier einfach direkt meine Löcher durchbohren, damit dann meine Bolzen da auch gut durchpassen. Ja, und der Rest ist dann tatsächlich ziemlich einfach. Schlicht und ergreifend die Verbindung zusammenstecken. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich nur diesen einen Dübel habe. Ich brauche die relativ selten und jetzt extra für das Video einen 50er Pack nachzubestellen, den ich sowieso Ewigkeiten nicht aufbrauche, war jetzt ein bisschen blödsinnig. Aber vom Konzept her, man sieht ja, wie es funktioniert. Einfädeln, drüberlegen, hier die Unterlegscheibe nicht vergessen. Bei den anderen dann theoretisch genau das gleiche. So. Mutter drauf. Das sind halt Sachen, die echt einwandfrei funktionieren, wenn man nicht noch versucht, sich nebenbei dabei zu filmen. Ja, und wie man sieht, das hat es dann ordentlich rangezogen, und wenn jetzt hier überall so ein Dübel drin wäre, wie es sich ja eigentlich gehört, dann wäre das so prinzipiell eine Verbindung, die einwandfrei funktioniert. Das ist halt nach der modernen Variante relativ unkompliziert. Stahl funktioniert immer. Ja, und wenn man weiß, was man an Material braucht, dann ist das was man theoretisch auch mal selber ohne Probleme hinkriegt. Ich sage mal, in Wohngebäuden jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber für eine unbewohnte kleine Scheune oder so, unbenutzte Deckenbalken, wo man einfach nur mal fix was dran flicken muss, ist das prinzipiell eine Variante, wo es bestimmt nicht schadet, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und jetzt schauen wir uns noch die traditionelle Variante mit dem Holzdübel an. Bei der Holzdübel-Variante funktioniert das Ganze prinzipiell ähnlich mit einer Besonderheit. Ich kann hier nicht direkt durchbohren, weil ich das Ganze ja auf Zug verbolzen möchte. Das bedeutet, ich bohre jetzt zuerst die eine angezeichnete Oberseite. Und zeichne mir damit jetzt als Schablone die Unterseite leicht versetzt dazu an. Ich vermute, man sieht es im Video nicht. Ich habe jetzt hier leicht durchgebohrt und habe jetzt hier quasi die Zentrierspitze.
Und wenn ich das Ganze jetzt auf Zug verbolzen möchte, dann möchte ich ja, dass sich die Unterkonstruktion quasi in diese Richtung ranzieht. Und das wiederum bedeutet, dass ich hier leicht nach innen springen werde. Auf die Art und Weise bleibt das Vorholz in dieser Richtung stehen und dann zieht es das Ganze quasi nach links zusammen. Ich habe zwar geschrieben, dass man für die Dübel Eichenholz verwenden sollte, und das stimmt auch. Ich hatte aber hier gerade tatsächlich noch Buche rumliegen und deswegen machen wir das jetzt einfach mal als Buche. Das tut der Sache ja jetzt keinen Abbruch. Die Tatsache, dass es Hartholz ist, ist schon mal schön genug. 10 cm brauchen wir ja. Ich mache es jetzt einfach mal 15 cm lang, denn ich muss den Stab ja nach vorne hin noch ein bisschen anspitzen, dass wir durch die versetzte Bohrung durchkommen. Und so habe ich dann zum Schluss immer noch genug Material übrig, um die korrekte Länge zu erreichen. Anspitzen ist bei Hartholz natürlich immer so eine Sache. Geht immer scheiße. Ich persönlich benutze dafür gerne einen Hohlbeutel. Es muss ja auch nicht wahnsinnig viel Material weg. Geht ja nur darum, dass wir vorne so eine leichte Verjüngung haben. Und danach drückt sich ja sowieso ins Material rein. Da lernt man doch die Fichte wieder ganz anders zu schätzen. Wenn man jetzt eine Drechselbank hätte, beziehungsweise wenn ihr eine Tischkreissäge habt, könnt ihr die damit natürlich auch einwandfrei ein bisschen rund machen. Aber für 4 Stück können wir auch mal ein bisschen schnitzen. So reicht das doch schon. Na, dann wollen wir mal. Im besten Falle sollte jetzt genau das passieren, was ich im Vorhinein aufgezeichnet habe. Dass durch den Zug der Dübel sich die Verbindung zusammenzieht, dadurch durch die Schräge auch automatisch für so diese Fuge geschlossen wird. Und die Dübel dann letztlich nur die Lagersicherung sind. Im Normalfall, wie gesagt, würde ich da jetzt auch noch einen Klecks Leim ranmachen, aber ich brauche das Modell ja nicht. Ich fände es auch schön, wenn ich es danach wieder auseinander kriege. Ja, versuchen wir es einfach mal. Ja, und ich würde sagen, man sieht, das hat tadellos funktioniert. Die Flächen hier liegen richtig schön press an. Das hat es hier sogar ordentlich rangeschlagen, sieht man gut. Dadurch liegt die Fläche auch prinzipiell schön an. Das Ganze macht einen sehr stabilen Eindruck. Und wie gesagt, wenn man die Bolzen jetzt noch verleimt, gibt es da prinzipiell überhaupt kein Problem mehr. Mindestens ebenso empfehlenswert. Hat jahrhundertelang funktioniert. Bloß weil es heutzutage für alles einen Bolzen und einen Dübel gibt, heißt das ja nicht, dass man solche Techniken nicht auch ab und zu mal anwenden kann. Ich möchte es natürlich nicht so wirken lassen, als ob es hier tatsächlich nur 2 Möglichkeiten gibt, so einen Balken zu verbinden. Ihr seht es hier wunderschön aufgelistet. Ich habe einmal noch die sehr moderne chemische Variante, die gerne mal in der
Restauration vorkommt, wo unbedingt der alte Balken drinnen bleiben muss. Da wird dann entweder hier mit eingelassenen Glasfieberstäben gearbeitet oder auch die Fehlstelle mit Epoxidharz ausgegossen, funktioniert auch. Ansonsten in der traditionellen Variante könnte ich auch noch einen Wechsel einziehen, um die beschädigte Variante dann tatsächlich abzustützen. Ich kann mit verschiedenen Ober- und Unterzügen arbeiten. Ich kann hier zum Beispiel auch noch einen Sockel mit ins Mauerwerk davor lassen, in eine Mauerlatte einbringen, die den Balken abstützt. Ich kann natürlich auch mit Metall arbeiten und hier noch U-Eisen drunter, drüber, an der Seite oder wo auch immer anbolzen. Ich kann auch einfach seitlich ein paar Hölzer anlaschen und spare mir die Blattausarbeitung komplett. Das sind alles Dinge, die funktionieren, wo ich aber eben von Situation zu Situation abwägen muss, was brauche ich jetzt tatsächlich in meinem speziellen Fall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pilzbefall habe und schadhafte Stellen absondern möchte, dann bringt es mir ja nichts, diese geschwächte Stelle einfach nur abzustützen, aber die Fehlstelle tatsächlich weiterhin zu behalten. Denn damit habe ich natürlich auch das Risiko mit dabei, dass sich dieser Pilz hier drinnen weiter ausbreitet. Bedeutet, in so einem Fall komme ich um den Gesundschnitt gar nicht ringsrum und damit scheiden dann noch schon wieder ein paar Dinge aus. Und das ist eigentlich auch so der hauptsächliche Knackpunkt, warum ich mich jetzt hier in dieser Darstellung für diese beiden Varianten gezeigt habe. Denn damit habe ich definitiv das alte und schlechte Holz abgesondert, verbinde es auf fachmännische Art und Weise mit einem neuen Stück Holz und gehe prinzipiell allem Ärger aus dem Weg. Ich wollte euch hier einfach nur kurz zeigen, dass es je nach Situation auch noch andere Möglichkeiten gibt, mit dieser Problematik umzugehen. Und da ihr mich sowieso wieder fragen werdet in den Kommentaren, was das für ein Buch ist, dieses hier. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich habe euch ja schon versprochen, wir gehen mal häppchenweise vor. Ich habe euch ja schon versprochen, dass wir hier nochmal ganz kurz drüber schauen, wie ich nun tatsächlich rausfinde, wie viele Bolzen ich brauche. Im Zweifelsfall Statiker eures Vertrauens fragen, gerade wenn es dann auch um Gebäudeteile geht, wo vielleicht sogar noch jemand drin lebt, etc. Das ist alles zu gefährlich, wenn man sich irrt. Aber nicht aber, und, und ich bin ja gleichzeitig jetzt auch nicht in der Lage, euch jetzt hier in 5 Minuten tatsächlich die ganzen statischen Zusammenhänge zu erklären, zumal ich selbst ja auch kein ausgebildeter Statiker bin. Ich kenne mich ja jetzt auch nur in diesem speziellen Bereich ein bisschen aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch aber trotzdem gerne zeigen, dass man mit relativ wenig Aufwand und einem guten Tabellenbuch dann eben trotzdem in kleinen Situationen durchaus sich auch mal selbst behelfen kann und eben rechnerisch rausfinden kann, was man jetzt hier tatsächlich benötigt und was nicht. Das ganze Geplänkel davor sollte euch nur ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ihr euch jetzt hier nicht anfangt zu überschätzen und ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, genau. Und das Grundkonzept funktioniert erstmal so. Ich gehe jetzt hier schematisch einfach mal von einer Deckenbalkenlänge von 6,5 Metern aus. Das ist prinzipiell immer ein ganz gutes Standardbeispiel und sorgt für realistische Ergebnisse, sage ich mal. Bei der Verkehrslast bei einer Holzbalkendecke kann man prinzipiell immer von 2 Kilonewton je Quadratmetern ausgehen. Zuzüglich wären jetzt natürlich noch irgendwelche großen Aufbauten. Wenn ihr jetzt hier noch ein wahnsinnig schweres, großes Aquarium in der Mitte des Raumes stehen habt, das ist in dieser Verkehrslast natürlich nicht mit abgedeckt. Das muss dann separat noch mit eingepflegt werden. Aber wir gehen jetzt mal von dem ganz groben, einfachen System aus. Die Eigenlast müsstet ihr theoretisch erstmal durch eine Lastannahme berechnen. Das ist sehr langes, aufwendiges Blättern im Tafelwerk. Prinzipiell kann man bei Holzbalkendecken aber sagen, wenn man ein paar gerechnet hat, merkt man, dass man mit der Eigenlast am Ende immer so ungefähr zwischen 1,7 und 2,1 Kilonewton je Quadratmeter landet, weil eine Holzbalkendecke nun mal immer ähnlich aufgebaut ist. Das ändert sich ja jetzt nicht zwangsläufig großartig. Ja, und deswegen gehen wir jetzt hier der Einfachheit halber einfach mal von den 1,9 aus. Und wenn ich dann hier die Auflagerkräfte berechnen möchte, ihr seht es schon, habe ich ein bisschen geschummelt, bin nicht von 1,9 ausgegangen, sondern von glatt 2. Einfach um es noch ein bisschen sicherer und einfacher zu machen. Bedeutet, wir haben hier die 2 plus die 2 sind die 4, multipliziert mit 6,5 Metern Länge des Deckenbalkens,
multipliziert mit 0,8 Meter, was ich jetzt hier einfach mal angenommen habe als Feldbreite, bedeutet als Sprungmaß zwischen den Deckenbalken. Und daraus folgt, wir haben eine Last von 20,8 Kilonewton von einem Deckenbalken plus angrenzendem Feld auf der gesamten Spannweite von 6,5 Metern. Demzufolge habe ich gleichmäßig aufgeteilt nach links und rechts, dann hier auch eine Auflagerkraft von 10,4 Kilonewton. Und was ich euch an dieser Zahl hier einfach nur noch mal kurz mit auf den Weg geben möchte, das sind 2 Tonnen, gute 2 Tonnen Gewicht. Und wenn ihr dann so einen Ober- oder einen Unterzug macht, wo ich vorhin noch darauf hingewiesen habe, denkt dran, das hängt dann ausschließlich an den Verbindungsmitteln. Das solltet ihr nicht unterschätzen. Ihr müsst dort Verbindungsmittel einbringen, die im Zweifelsfall in der Lage sind, diese 2 Tonnen zu halten. Das ist eine Hausnummer und das kann man eben nicht mit irgendwelchen beliebigen Schrauben lösen. Da muss man sich dann schon mal Gedanken machen, dass es auch tatsächlich hält. Nur nochmal, dass wir uns ein bisschen über diese Begrifflichkeiten klar werden. So, wenn ich jetzt hier weiterrechnen möchte, brauche ich allerdings nicht die Flächenlast, sondern ich brauche die Linienlast. Und bei dieser Linienlast gibt es noch eine kleine Besonderheit und auch das jetzt nur am Rande erwähnt, ohne es näher zu erklären. Da wird mit relativ vielen Sicherheitsbeiwerten gerechnet. Erstmal, um aus dieser Flächenlast eine Linienlast zu machen, multipliziere ich es mit meiner Feldbreite, die ja wie schon gesagt 0,8 Meter sind. Und multipliziere das dann eben noch mit dem Sicherheitsbeiwert bei der Eigenlast von 1,35 und bei der Verkehrslast von 1,5. Daraus ergeben sich diese beiden Werte. Zusammen addiert habe ich aufgerundet dann einen Wert von 4,5 Kilonewton je Meter als Linienlast, wo dann eben schon die Sicherheitsbeiwerte dabei sind. Und diese Linienlast, auch QD genannt, ist dann die, mit der ich hier tatsächlich weiterrechnen kann. Wie möchte ich nun weiterrechnen? Und dazu würde ich euch gerne kurz mal hier meine Skizze erklären. Hier unten in der Draufsicht sieht man schön das ausgearbeitete Blatt. Hier links und rechts quasi meine Bolzen-Dübel-Verbindung. Lasst euch bitte nicht dazu hinreißen, hier noch einen Bolzen in die Mitte zu machen. Der bringt quasi nichts, denn das ist am Ende nichts anderes als ein Kipppunkt. Ja, hier wird das quasi einfach nur hin und her schaukeln. Von der Momentenfunktion her ist ja hier in dem Moment bei einer Gelenksausbildung mein Nullpunkt und deswegen, das ist statisch Quatsch, hier was reinzumachen. Ihr müsst die Bolzen immer mit einem gewissen Randabstand an die Außenseiten machen, nur dann erfüllen sie tatsächlich ihren vollen Wert. Die rechnerisch sinnvollen Maße, die wir brauchen, sind einmal die Länge von Auflagerpunkt zu Mitte der Verbindung und dann noch das Sprungmaß E, was den Abstand der beiden Dübelverbindungen zueinander anzeigt. Und wenn ich diese Maße habe, inklusive Linienlast und meine Auflagerkräfte, dann bin ich auch in der Lage, diese Gleichung hier zu lösen. Wir wollen jetzt hier tatsächlich mit V1, V2, nämlich die Kraft an Kilonewton berechnen, die hier dann tatsächlich genau in diesen einzelnen Knotenpunkt auftauchen und die ich dann eben mit meinen Verbindungsmitteln aufnehmen muss. Das sieht wie folgt aus. Mx, also die Momentenfunktion selbst, löst sich folgendermaßen. Meine Auflagerkraft multipliziert mit Lx, mit meiner Länge hier, und das Ganze subtrahiert mit meiner Linienlast, die ich wiederum multipliziere mit dem Quadrat dieser Länge geteilt durch 2. Dabei kommen wir auf das Moment von 9,78 Kilonewtonmeter, nicht je Meter, sondern Kilonewtonmeter. Daran erkennen wir, dass das eine Momentenfunktion ist. Und Qx wiederum, ein bisschen einfacher, ist einfach nur meine Auflagerkraft minus meine Linienlast multipliziert mit der Länge, die ich hier habe. Ist im Endeffekt nichts anderes als mein Hebelarm, den ich ja quasi noch mit rausrechne. Und da kommen wir auf ziemlich glatt 5 Kilonewtonmeter. Jetzt kann ich diese Werte hier oben wieder in meine ursprüngliche Gleichung einfügen und finde raus, dass die Kraft, die an V1 und an V2 wirkt, jeweils 20,28 Kilonewton beträgt. Wir gehen in dieser Gleichung vereinfacht davon aus, dass V1 und V2 gleich sind.
Tatsächlich sind sie nicht exakt gleich, aber der Unterschied ist vernachlässigbar und diese vereinfachte Rechnung sorgt jetzt trotzdem nicht dafür, dass das Ergebnis nicht stimmen würde. Das kann man so machen, das funktioniert trotzdem. Und nun geht es weiter mit den Verbindungsmitteln. Also wir wissen jetzt, meine Verbindungsmittel müssen in der Lage sein, 20,28 Kilonewton an Kraft aufzunehmen. Jetzt ist es tatsächlich wenig Rechnen und einfach viel in Tabellenbüchern nachsehen. Die einzelnen Dübel und die einzelnen Bolzen sind mit ihrer Kraft ganz spezifisch in Tabellenwerten festgehalten. Ihr könnt das bei dem Hersteller einfach nachfragen, beziehungsweise gibt es da auch Datenblätter dazu, das müsst ihr einfach nur ablesen. Dieser Dübel hier, den ich euch vorhin gezeigt hatte, der ist in der Lage, 16.667 Newton oder kurz 16,6 Kilonewton an Kraft aufzunehmen. Beim Bolzen wiederum müsst ihr dann schauen, in welcher Richtung er belastet wird. Hier wird er jetzt auf Abscheren, also bei 90 Grad belastet. Da ist der Wert nochmal ein bisschen anders. Und da sind wir bei 9,82 Kilonewton. Und diesen Wert wiederum muss ich jetzt wieder mit verschiedenen Sicherheitswerten rechnen, wie das in der Statik immer so ist. Bedeutet, multipliziert mit 0,8 durch 1,3. Das ist auch völlig einheitenlos, das sind einfach nur Sicherheitsbeiwerte. Und für den Bolzen ist es 0,8 durch 1,1. Und dadurch kommen wir dann auf den Dübel von einer Tragkraft von 10,25 Kilonewton, für den Bolzen 7,15 Kilonewton und das wiederum im Gesamten. Und jetzt kommt der spannende Teil, sind 17,4 Kilonewton. Das bedeutet, meine Verbindung müsste 20,28 Kilonewton aufnehmen, ist aber in der Lage, nur 17,4 Kilonewton aufzunehmen. Wir haben eine Differenz von 3 Kilonewton, bedeutet, der ganze Spaß kracht zusammen, funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Ganz einfach, ich setze noch 2. Ich habe euch ja schon gesagt, bitte lasst euch nicht verleiten, jetzt hier einfach noch einen in die Mitte zu machen und zu sagen, naja, fehlt ja nicht viel, einer mit dazu, 3 halten, passt. Nein, weil der in der Mitte eben rechnerisch nicht wirklich dazu beiträgt. Also in der Praxis würde der natürlich ein bisschen dazu beitragen, aber nicht auf Grundlage dieser Rechnung und er trägt definitiv nicht so viel dazu bei wie diese beiden. Bedeutet, wir bleiben bei unserem Einteilungsschema, setzen die einfach ein bisschen höher und machen hier unten drunter jeweils noch 1, 2, dass aus dieser zweischnittlichen Verbindung eine vierschnittige Verbindung wird. Wir haben dann ordentlich Puffer, bedeutet, wir wären theoretisch auch in der Lage, unsere Dübelstärke und unsere Bolzendicke ein bisschen zu reduzieren. Müssen wir nicht ganz so robustes Material nehmen, können wir quasi noch ein bisschen einsparen. Ja, und kommen dann hier mit 4 Dübeln wunderbar hin. Und prinzipiell, wenn ihr die Abläufe kennt, wenn ihr die Nachschlagewerke habt und wenn ihr das ein paar Mal gerechnet habt und wisst, wie der Ablauf ist, dann seid ihr durchaus in der Lage, hier in 5 bis 10 Minuten einfach für euch mal grob zu überschlagen, was benötige ich, damit diese Verbindung hält. Und nichts anderes wollte ich mit diesem Exkurs jetzt hier einfach mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ihr danach in der Lage seid, das selber zu rechnen. Mir ging es einfach nur mal darum, ja, wie gesagt, da ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was theoretisch alles selbstständig möglich ist. Und dass man eben nicht unbedingt darauf angewiesen ist, jeden Mist mit einem Computerprogramm zu machen oder für jeden Spaß unbedingt einen Statiker zu bemühen. Ich hoffe, der kleine Exkurs war ein bisschen interessant für euch, dass ihr was mitnehmen konntet. Ja, und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal und wir sehen uns hoffentlich. Bis dann.